Willkommen zurück zur Let's Play Tales of Xillia 2. Ellys Geschichte wird jetzt fortgesetzt. Kapitel 4. Ehe meine Gefühle dich erreichen konnten. Wir wissen ja, dass in dem letzten Kapitel ja, die Kanzlerin, wie hieß sie nochmal als Freundin? Es liegt mir auf der Zunge, aber irgendwie komme ich nicht drauf. Ja, die Chat-Freunde, sage ich jetzt mal, oder die SMS-Freunde von Ellie war halt die Kanzlerin. Und, Something troubling you, young miss? Perhaps it would help to talk about it. wollen wir doch mal sehen, wie es weitergeht. Und immer die Leute, die genau wenn ich anfange aufzunehmen, reinkommen müssen und es nicht vorher erledigen können. Meine Güte. I haven't been able to text Luna since, you know. Und da haben wir ja den Namen. Luna sends her texts, but Ellys doesn't even read them. Ah, you're still upset about what happened with Exodus. I know I should move on, but I just can't get it out of my head. What would you do? Was wir tun würden, ich würde meinen Mut zusammennehmen und ihr schreiben. Ich glaube, ich würde sie einfach weiter ignorieren. I don't think I have that much courage. Dann nimm dir von Tipo Courage, Mut ab und mach es trotzdem. What matters is what you want to do, young miss. That's the problem. I just don't know. This is the DODA. We've detected a new fractured dimension. We've sent over the coordinates. Please take appropriate action. Eigentlich ergibt es voll wenig Sinn, dass jetzt noch Splitterdimensionen kommen, die wir dann halt als Auftrag quasi erledigen müssten, obwohl eigentlich schon der Pfad in Richtung ja, Ende des Spiels offen ist und wir eigentlich der Organisation den Rücken gekehrt haben, aber Can we come too? Side We're Stories. sick of stewing in our own thoughts. A fine idea. Sometimes a little distraction helps the mind work through difficult issues. Die Splitterdimension hat hundertprozentig was damit zu tun. Wollen wir einfach mal ohne weitere Überlegung hingehen? Hingehen, habe ich gesagt. Und wir landen selbst hier in Sheridan. Catalyst, come out wherever you are. Bin ich mal gespannt, wohin wir noch müssten. Ach, okay. Ist sogar ausnahmsweise mal markiert. Dann gehen wir da doch direkt mal hin. Und statten Lady Dressel einen Besuch ab. Allerdings ist da wiederum die Frage, wer ist der verdammte Katalysator? Oder kriegen wir hier Informationen oder whatever? Und wo wir hin müssen? You made it, Ellie. I was just sick with worry after you said you'd be late. I chanced to run into Miss Ellys outside of town, so we decided to travel back here together. If you don't mind my asking, why did you invite the young miss here today? Oh, I don't mind you asking at all. Ellie's father is coming home. It's been ages since they've seen each other. I beg your pardon? Father? That's right. We got word he's finally getting a break from the job he was assigned to. We really get to see Father? Of course, you silly. Isn't that why you rushed over here in the first place? Ellys! My little princess. I'm so happy you came out to see me.
Yes, what's the matter? Has it been so long that you've forgotten what your old man looks like? Chief, please settle down. Miss Ellys seems upset. Please put me down, okay? Ellys isn't a little baby, you know. Ah, forgive me. I was just so happy to see you. Sometimes Ellys is so cute that you just want to pick her up and squeeze her. And I couldn't be a prouder dad. There's nothing I wouldn't do to protect her. Anyone who dares to court her will go up against the highest standards. We know she's your sun, your moon, and your stars. You've said it so many times, I hear it in my sleep. Jurgen, you do realize you're the biggest oaf in the Catarl clan, right? Precisely why you picked me to be your right-hand man, Chief. Oh, guess your old pop owes you an apology, child. I got so tied up with work that I completely forgot to bring back souvenirs. But I shall make it up to you. Ask for anything you want, and it's yours. Anything? In the whole wide world? I can't think of anything. Ein ganz bestimmtes Plüschtier wäre ganz schon nett. Vielleicht ein hübsches Accessoire oder so. Oh, that's it! A bunnykins! Hmm? It's for a friend of mine. Well, you've heard of bunnykins, right? Of course. Everyone with kids has heard of that toy. But those... Lady Drissel, would you mind if we were to rest for a bit before the briefing? Oh, of course. You both must be exhausted from your journey. Please, make yourselves at home. If only we had the time. Monster poaching is on the rise again in the Sapstrath Deepwood. The bastards seem to be after pelts this time. Those poachers have apparently been slipping through the Catarl clan's defenses. We need better strategies for catching them. I've directed the Merchants Coalition to boycott the purchase or sale of poached goods, but... Banning them just boosts their value on the black market, and the poachers aren't getting any less greedy. But we'll talk later, right, Ellys? Everyone, please do try to rest up as much as possible. Tonight's the big reunion party. I just can't believe Zhao is my father. I know fractured dimensions are all funky, but can that really be true? Yes. In this dimension, at least. Then I guess we had better find out more about Zhao. And quickly. Things will be complicated when the Ellys of this dimension arrives. Oh, 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 das ist doch mal eine nette Überraschung. Ellys im Paradies. That rhyme, though. The big man is Elise's father? Oh, don't know how I feel about that. Das ist das Einzige. But it seems quite clear that he cares very deeply for her. Vielleicht ist es auch nur eine Splitterdimension, wo dasselbe passiert ist, dass Zhao halt ihre richtigen Eltern umgebracht hat und er halt jetzt aber nur mehr entschlossen ist, dann halt auf dieses Kind dann aufzupassen. Nicht so wie sonst mit dem, du bleibst da, dies, das, jenes, welches und nicht wirklich Vater-Tochter-Verhältnis, sondern das ist halt in dieser Dimension passiert. Aber mal gucken. I don't think the me of this world knows the truth. About who Zhao is and what he did to my real mother and father. Manchmal ist es besser für uns, wenn wir die Wahrheit nicht kennen. You think so? I understand what he's saying. There are things I know that I wish I didn't. That's ominous. Like what? Well, for example, do you know the lovely smell of freshly laundered bedding? What you're smelling is the decaying corpses of dust mites. What the fuck? Huh? Ich hätte das andere lieber nehmen sollen. Ah. No way!
No, that is partially true. Some of the smell does come from sun-dried human sweat and sebaceous fluids. You're kidding! I know you're kidding! Oh, there's more. Stop! I can't take another word! I was just going to say that I was kidding. So sweet, so innocent, so easily duped. I need to do this more often. Oh Mann, Rowan. Ich hätte das andere nehmen sollen. So, geh zum Gästezimmer. Ich hoffe mal, hier war's. Ja, Ausrufezeichen ist da. How could you do this to me, Jürgen? Chief, please, let me explain. What's going on? I caught Jürgen sending our defense strategies to someone over his GHS. Don't tell me you're on the take from those poachers, are you? Well, Jurgen wouldn't. He's our buddy. Jürgen, put me in touch with whoever got those plans. If he's not a poacher, you've got nothing to worry about, right? I'm so sorry, Chief. You have to forgive me. Jurgen? You're really a fink? But why? It's because of my wife. Hyla's condition just keeps getting worse. I needed the money so I'd be able to buy her the right medicine. Why didn't you just ask for my help? I would have, but the medicine she needs can only be made from protected monsters. That's why I betrayed you, but it's no excuse. Betrayal must be repaid in blood, no exceptions. I know the rules of the Catarl clan. So you're ready to accept your punishment. Let it at least be by my hand. No, wait! It's not his fault. Jurgen was only trying to save his wife. Out of my way. Zhao, Father, you're the chief, right? So you can bend the rules however you want. No, Ellys. If anything, it's my responsibility as chief to honor the rules. But what if it was me who got sick? Didn't you say you would do anything to protect me? Are your rules more important than I am? Jürgen, take me to where you meet these poachers of yours. Understand? Chief? It's all right, don't worry. I just want to talk with them. I'll tell them that we will only allow the poaching of animals for Isla's medicine. Thank you, Chief. I can never repay you for this. Thank Ellys for this, not me. Lady Ellys, thank you so much. I'm just happy things turned out okay. They're in the Sapstrath Deepwood, right? Yes, that's right. I'll lead you to them. I'm sorry you had to witness all of this. I hope that you'll keep it to yourself. What? It's Zhao! We've found our divergence catalyst. We'll need to follow them. To the Sapstrath Deepwood, then. Das kann ja was werden. Aber gut, mal gucken, ob er das nicht doch nur gemacht hat, um jetzt quasi... darf ich nicht. Okay, um jetzt quasi nur zu sagen, yo, ich bring die dann alle rum, um statt zu reden, whatever. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal zur Sapstrath Höhlenstraße. Und dann von dort aus zum Tiefwald. Ich wünschte, ich würde da kurz abkürzen können, aber nö. Das Spiel sagt ja mal wieder, lauf mal selber, ist eine verdammte Splitterdimension, auch wenn du die Scheißgegend schon mehrmals kennst. Lauf einfach nochmal hin. Passt schon. Ja. Das finde ich an dem Teil irgendwie ein bisschen doof. Aber hey, so tiefer geradeaus noch, ja. Zhao isn't a bad man. But we have a duty to destroy the divergence catalyst. Let's try to find Zhao.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nochmal da oben hingehen soll, um alles abzugrasen, aber hey, ich lasse es einfach mal sein, weil ich auch keinen Bock mehr drauf habe und offscreen sowieso viel zu viel kämpfe und dies und das und deswegen ist es mir noch mehr egal. Wie ihr seht, habe ich nur noch 8,5 Millionen abzubezahlen. Das ist immer noch viel zu viel. Aber ja. Warum sammle ich Elementerz ein, wenn ich überhaupt kein Elementerz mehr brauche? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Gegner hier sind schon etwas stärker, aber was soll's. Könnt ihr euch verbinden da unten? Ja, gut. Muss ich nur einmal verbinden und dann geht's schon. Ja gut, waren ja auch starke Gegner. Das kennen wir ja schon. Aber holla, warum geben die Viecher so viel Erfahrungspunkte, selbst wenn das jetzt stärkere Gegner waren? Keine Kiste? Keine Kiste. Yo. Ach, da sind wir direkt schon bei dem Ausrufezeichen angekommen. So. Ich frage mich, ob wir 9999 HP oder mehr bekommen könnten, rein theoretisch. Ist ja jetzt quasi noch nicht der Fall, dass wir überhaupt annähernd dahin kommen. Wir haben ja, glaube ich, gerade mal 7000. Aber würde mich schon interessieren. Und ich bin mir sicher, einer kennt die Antwort. Nee, noch weiter geradeaus. Und hier kann ich nicht runter. Warum kann ich hier nirgends runter? Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn wir diese verdammten langen Wege nach... ja. Da, wo man hin will. Obwohl man schon sieht, wo man hin will. Oho. So, wie kommen wir da jetzt hin? Es ist ja bekannt, dass ich mich in diesem Ort sehr gerne ein paar Mal verlaufe. Aber es sieht gut aus. Sofern ich jetzt hier irgendwie runter kann, was ich nicht tue. Ah, doch hier. Ernsthaft? Genauso wie ich gerade weggerutscht bin. Warum können die Viecher überhaupt... gibt es überhaupt was für die... Ja! Auch wenn ich garantiert nicht 150 von denen besiegen werde, aber hey. Hat immer einen kleinen Vorteil, dass ich die jetzt noch bekämpfe. Falls ich mal wieder Quest bekomme, von wegen erledige mal insgesamt nochmal 100 von denen. 4 FP, das freut mich doch. Einfach direkt zum Ziel, ohne viel erkunden und hi. Da wären wir. That sounds like the big man. How dare you threaten me? Jürgen? He's dead. You fools. We're sorry, please! We surrender! Please forgive us! What is the meaning of this? They got exactly what they deserved. These poachers tried to blackmail me. They said that if I didn't let them continue poaching, they would tell the world how the Catarl clan collaborated with them. What? The rules of the clan are absolute. It was a big mistake to bend them. But mistakes can be corrected. Were you the one who killed Jürgen? Yes, that's right. I killed him. And once I kill all of you, it'll be as if nothing ever happened. Keine Chance. He isn't Zhao anymore.
Finger. We have no choice but to destroy him. This is a nightmare. I'm sorry. Then you betray me! Ellys! Du bist ja hier der Leute verrät und so. Oh Gott. It's all my fault. Ruga, you need to protect Du Ellys. gehst ja schon richtig ab, mein Kerl. So, was ist denn jetzt noch mit Schwert verbunden? Das hier. Dann haben wir welche Waffe? Hammer. Okay. Okay, der Schaden kam noch nicht mal raus, aber gut. Sei es drum. Habe ich zu früh gedrückt. Habe ich wieder die falsche Waffe? Sei es drum. Warum ist da... Du bist verschreinert? Krass. There's no going Yo. resounding surge! Wer hat sich gerade geheilt? Irgendwer hat gerade irgendwie Leben dazu bekommen. Könnt ihr euch mal wieder verbinden? Wäre echt nice, wenn. Miller, Rowan? I can help you heal. Der Kampf gibt wahrscheinlich auch wieder x tausend Erfahrungspunkte. Die wollen sich echt nicht mehr verbinden, kann's sein? Ah, sei es drum. Hauptsache ich bin mit Ellie verbunden. Der Rest ist relativ egal, aber kaum habe ich es gesagt, haben sie sich auch verbunden. Voll getroffen, voll daneben. There's no going Ja, greif einfach und hau wieder rauf. Alles gut. resounding surge! Well played. Ja, war jetzt am Ende schon wieder so eine Heilzahl. Ich meine, war das, weil mich gleich wieder jemand geheilt hat, oder warum war ich auf einmal Full Life hier? Nee, wenn er greift, er heilt sich. Okay, aber warum war ich wieder Full Life? Why did this have to happen? Und das war's. I know he's not the Zhao I knew, but it was really good to see him again. Ja, Tipo. So, was denn passiert jetzt am Ende der Ellys Story Kapitel 4? Sehen wir dann im nächsten Part. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.